Hey, in diesem Video wird es um die 3 flächenmäßig größten güterproduzierenden legendären Gebäude in Forge of Empires gehen. Den Markusdom, die Royal Albert Hall und das Regenwald-Projekt. Die Hauptfrage wird darin bestehen, welches dieser 3 Gebäude sich am meisten lohnt zu bauen, wenn ihr eure Güterproduktion steigern wollt. Dabei nehmen wir besonders Bezug auf die gesamten Forge-Punkte, die je Gebäude zur Produktion derselben Anzahl Güter gebraucht werden, sowie natürlich auch inwieweit die Sekundäreffekte bei der Wahl der Gebäude eine Rolle spielen sollten. Der Großteil des Analysematerials inklusive der Statistiken und Graphen, die ihr dieses Mal sehen werdet, wurde von Reino erstellt, den ihr auf der deutschen Welt Rugnir finden könnt. Danke an dich für diese ausführliche Analyse. Erstmal besteht natürlich die Frage, warum man überhaupt legendäre Gebäude bauen sollte, die Güter produzieren. Güter an sich braucht man natürlich fast überall im Spiel. Ob bei der Forschung, beim Erhandeln von Sektoren auf der Weltkarte oder Stationen bei der Gildenexpedition oder für den Bau von legendären Gebäuden. Im Normalfall produziert man diese aber natürlich über die verschiedenen Gütergebäude der Zeitalter. Problem hierbei ist natürlich, dass man erstmal nur 2 von 5 Gütervorkommen pro Zeitalter auf der Weltkarte freischalten kann. Erst ab dem Kontinent der Moderne bekommt man dann noch einzelne Gütervorkommen niedrigerer Zeitalter dazu. Auf alle Fälle kommt man allerdings niemals auf alle 5 Vorkommen eines einzelnen Zeitalters, welche einem erlauben, die entsprechenden Güter in 5-facher Menge zu produzieren. Das bedeutet, man müsste stets die anderen Güter in sehr niedrigen Mengen zeitintensiv zusätzlich produzieren oder von den verfügbaren Gütern deutlich mehr produzieren, um diese dann gegen die fehlenden Güter zu tauschen. Hierbei ist natürlich aber auch nie sicher, ob die Nachbarschaft, Freunde oder Gilde gerade genau die Güter geben kann oder will. Da stellen sich die legendären Gebäude ein. Diese produzieren nämlich bei jedem Einsammeln, also im Optimalfall alle 24 Stunden, eine bestimmte Anzahl eines zufälligen Gutes des eigenen Zeitalters. Ganz unabhängig davon, ob man das Gütervorkommen dafür besitzt oder nicht. Die kleinen Nachteile sind natürlich, dass man nicht beeinflussen kann, welches Gut man erhält und dass über viele Level hinweg normale Gütergebäude auf derselben Fläche in derselben Zeit deutlich mehr Güter produzieren könnten. Im Zweifel ist man am Ende also doch wieder auf dem freien Markt angewiesen und muss überschüssige Güter gegen sinnvollere tauschen. Außerdem produzieren legendäre Gebäude ab der Moderne nicht mehr Güter des eigenen Zeitalters, sondern sogenannte unveredelte Güter. Das sind Güter aus dem 3. Zeitalter unter dem eigenen, die man ab der Moderne in Gütergebäuden benötigt, um Güter des eigenen Zeitalters produzieren zu können. Dafür kriegt man diese nun allerdings auch mit der doppelten Menge. Ihr seht jetzt bereits, dass es neben den kleinen Vorteilen auch einige Nachteile an legendären Gebäuden gibt, die Güter produzieren. Mal ganz von einer Unmenge an Forge-Punkten abgesehen, die man erstmal dafür ausgeben muss. Deswegen bauen eigentlich auch nur die wenigsten Spieler legendäre Gebäude wirklich wegen deren Güterproduktion. Meistens hat der zweite Effekt eine viel ausschlaggebendere Wirkung. Bei der Royal Albert Hall beispielsweise einen stolzen Vorratsboost oder beim Markusdom der Münzboost. Aber natürlich nutzen insbesondere sehr hohe Spieler sogar mit Absicht den Effekt, dass die Gebäude die Güter aus 3 Zeitaltern niedriger produzieren. Ist man beispielsweise in der virtuellen Zukunft, werden durch legendäre Gebäude Güter der Zukunft produziert. Produziert man hiervon eine ausreichende Menge, kann man schnell ganze Gütersets für die beliebte Arche für Forge-Punkte an andere Spieler verkaufen. Das funktioniert selbstverständlich auch schon in niedrigeren Zeitaltern, aber kein anderes Gebäude wird so oft gebaut wie die Arche, insbesondere von Spielern, die selbst noch gar nicht in diesem Zeitalter sind und somit die Güter einfach nicht selber produzieren könnten. Gründe, Güter in rauen Mengen zu produzieren, gibt es also genug. Doch wenn ich das jetzt auch möglichst effektiv und kostengünstig machen möchte, welches Gebäude sollte ich dann errichten? Die Liste an güterproduzierenden Gebäuden ist natürlich lang. Turm zu Babel, Leuchtturm von Alexandria, Markusdom, Dresdner Frauenkirche, Royal Albert Hall, Regenwald-Projekt, Atlantis-Museum und Stargazer. Um den Umfang dieses Videos aber nicht komplett zu sprengen, beschränken wir uns hier mal auf eine kleine Auswahl aus unterschiedlichsten Zeitaltern mit nahezu den gleichen Grundflächen. Markusdom, Royal Albert Hall und Regenwald-Projekt. Diese haben alle eine Grundfläche von 6x6 Feldern, mit Ausnahme der Royal Albert Hall, die 7x6 Felder groß ist. Der Markusdom bietet, wie bereits gesagt, einen Münzboost, die Royal Albert Hall einen Vorratsboost und das Regenwald-Projekt eine Steigerung der Chance beim Helfen Blaupausen zu finden. Gehen wir erstmal ganz stupide an die Sache ran und schauen, wie viele Güter die einzelnen Gebäude auf den Stufen produzieren, fällt auf, dass das Regenwald-Projekt deutlich mehr Güter produziert als die beiden anderen Gebäude. Bis Stufe 10 steigen diese hier auch etwas schneller und ab Stufe 10 steigen die Güter pro Stufe bei allen Gebäuden gleich schnell.
Als kleiner Vergleich, auf Stufe 10 würde das Regenwaldprojekt bereits 34 Güter produzieren, der Markusdom jedoch lediglich 25. Und immer schön im Hinterkopf behalten, dass sich diese Zahlen ab der Moderne verdoppeln und dann unveredelte Güter darstellen. Schauen wir uns dann mal die Anzahl an Forge-Punkten an, die pro Stufe für die 3 Gebäude benötigt werden, wenn diese über eine Archenförderung mit dem Faktor 1,9 gefördert werden, wird es kurios. Das Regenwaldprojekt produziert nämlich nicht nur mit Abstand die meisten Güter je Stufe, sondern ist die meiste Zeit auch das günstigste der 3 Gebäude zum Fördern. Auf Stufe 46 hat man beispielsweise einen Eigenanteil von gerade mal 50 Forge-Punkten. Gut, ein Gegenargument wäre jetzt, dass es dafür auf Stufe 10 mit über 600 Forge-Punkten Eigenanteil auch mit Abstand das teuerste der 3 Gebäude auf dieser Stufe ist. Doch jetzt kommt der Witz. Vergleicht man nun die gesamten Forge-Punkte der Gebäude, die man braucht, um eine gewisse Anzahl von Gütern zu erhalten, so fällt auf, dass das Regenwaldprojekt trotzdem mit Abstand das günstigste der 3 Gebäude bleibt, trotz des hohen Eigenanteils auf Stufe 10. Das liegt daran, dass das Regenwaldprojekt auf Stufe 10 hier sichtbar durch diesen kleinen Knick im Graphen ja bereits viel mehr Güter produziert wie die beiden anderen Gebäude auf Stufe 10. Um mit den anderen Gebäuden diese Menge an Gütern zu erreichen, müsste man diese also noch viel weiter leveln, wodurch die Gesamtkosten für die Güter natürlich auch schnell steigen. Auch sichtbar wird jedoch, dass im Bereich von ca. 46 Gütern bis 67 Gütern pro Tag der Markusdom insgesamt sogar etwas günstiger ist als das Regenwaldprojekt. Solltet ihr also rein zufällig aus irgendeinem Grund mit dem Gebäude, welches ihr wählen wollt, eine ganz bestimmte Anzahl an Gütern pro Tag zwischen 46 und 67 produzieren wollen, so solltet ihr lieber den Markusdom wählen, da dieser in genau diesem Bereich etwas günstiger wäre. Bei weniger oder mehr Gütern pro Tag ist jedoch das Regenwaldprojekt deutlich günstiger. Einzig die Ra bleibt dauerhaft auf dem teuersten Platz. Hier muss man aber natürlich dazu sagen, dass die Ra auch einen nicht zu verachtenden zweiten Effekt mit dem Vorratsboost hat. Da Städte von großen Spielern oft mit Schreien des Wissens gepflastert sind, haben diese bereits eine unglaubliche Münzproduktion. Deswegen mangelt es viel schneller an Vorräten, dessen Produktion mit der Ra etwas gesteigert werden könnte. Der Markusdom gewährt jedoch einen Münzboost, der sozusagen indirekt und abhängig von der Gesamtproduktion eurer Stadt weitere Münzen produziert, die ihr verwenden könntet, um weitere Forge-Punkte zu kaufen, die ihr wiederum in den Markusdom stecken könntet. Das würde bedeuten, dass dieser noch minimal günstiger werden würde, abhängig natürlich von der Gesamtproduktion eurer Stadt. Also zu einem kleinen Fazit. Die Royal Albert Hall sollte nicht zur reinen Güterproduktion gebaut werden, wenn nicht bereits die anderen beiden Gebäude errichtet und gefördert wurden, außer man benötigt zusätzlich auch den Vorratsboost, dann würde sie sich jedoch lohnen. Der Markusdom bietet einen sehr vorteilhaften Münzboost, der die Produktion der Stadt insbesondere bei vielen hohen Schreien des Wissens nochmal deutlich steigern kann und ist dazu zeitweise sogar günstiger als das Regenwaldprojekt, gemessen an den für die zu produzierenden Güter ausgegebenen Forge-Punkte. Das Regenwaldprojekt ist der klare Güterproduzent unter diesen 3 Gebäuden. Der Sekundäreffekt kann bei den meisten Spielern zwar ignoriert werden, da beim Besitz und der Nutzung einer hohen Arche bereits sehr viele Blaupausen angeschwemmt werden, jedoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis der Forge-Punkte für die Güter die meiste Zeit extrem gut. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas weiterhelfen und bedanke mich auch nochmal bei Reino für diese bereits so ausführliche Analyse. Bewertet unbedingt das Video, damit wir sehen, ob ihr an weiteren solcher Videos interessiert seid und wir die Zusammenarbeit vielleicht auch weiterhin aufrechterhalten sollten. Ungeachtet dessen werden jedoch wieder gelegentlich Forge of Empires Videos kommen, allerdings denke ich in deutlich größeren Zeitabständen wie früher. Bis dann aber erstmal ciao und bis zum nächsten Video.